Oft heißt es, dass das Reisen früher besser war und Social Media viele Orte auf der Welt zerstört und den Massentourismus fördert. Und auch wenn da mit Sicherheit ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt, müssen wir nun mal akzeptieren, dass wir in einem digitalen Zeitalter leben und dass sich mehr Menschen denn je das Reisen leisten können. Aber anstatt den endlosen Bali-Reels zu folgen, haben wir einen anderen Weg eingeschlagen. Wir sind auf der indonesischen Insel Flores unterwegs, die zeigt, dass Reisen auch im Jahr 2025 noch abenteuerlich sein kann. Trotz Internet, trotz Social Media, trotz Massentourismus. Denn hier sehen wir super viel, nur keine anderen Touristen. Unser Roadtrip durch Flores geht weiter. Wir waren ja schon im Komodo-Nationalpark und auf der Pulau Mules abseits jeglicher Touristenpfade. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Bajava, haben aber noch einen Zwischenstopp eingelegt, hier in dem kleinen Ort Aimere. Warum? Weil hier hat man eine richtig coole Aussicht auf den Ineri-Vulkan. Der verbirgt sich da ein bisschen in den Wolken, aber wir haben ihn gestern Abend bei klarer Sicht gesehen. Und es ist so ein cooles Panorama hier mit dem Strand und dem schwarzen Vulkansand und dann mit dem höchsten Vulkan hier auf Flores. Und wir haben ja auch eine Unterkunft gefunden, die Gemo Beach Cottages, direkt am Strand, sehr chillig hier. Es gibt gutes Essen, Babykatzen, Babyhunde. Wir verbringen hier einfach 2, 3 gemütliche Arbeitstage und morgen früh geht es dann weiter zurück in die Berge Richtung Bajava. Wettertechnisch muss man auch auf alles vorbereitet sein. Unten an der Küste ist es relativ heiß. Dann hat es angefangen zu regnen. Da haben wir schon unsere Regenponchos rausgeholt. Und jetzt, wenn man hier in die Berge reinfährt mit dem Fahrtwind, wird es dann doch schon ein bisschen kühler. Man braucht jetzt keine Jacke, aber irgendwie zumindest was Langärmeliges. Und Bajava liegt nämlich so auf ungefähr 1100 Metern. Jetzt durch Bajava durchgefahren. Ich glaube, das ist die Unterkunft, was wir rausgesucht haben. Liegt ein bisschen außerhalb. Sah aber dafür ziemlich schick aus. Schauen wir uns mal an. Richtige Villa ist das. Wir haben uns die Zimmer mal angeschaut und haben gesagt, jo, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus, ja. Wir haben auch mal ein bisschen mehr Platz. Also hier gibt es auch so einen Gemeinschaftsbereich. Und genau, das ist unser Zimmer. Und das Coole ist halt, dass wir eine Couch haben. Ne? Also so ein bisschen so einen Wohnzimmercharakter hat das. Die Unterkunft kostet inklusive Frühstück 29 € pro Nacht. Das ist für indonesische Verhältnisse und hier in der Region schon relativ teuer. Dafür ist der Standard aber auch relativ hoch, weil das Wetter ist noch relativ unbeständig und so können wir dann hier ganz gemütlich im Zimmer ein bisschen arbeiten oder auch Filme und Serien schauen. Und dafür brauchen wir NordVPN. Wir nutzen NordVPN jetzt schon seit 2 Jahren auf Reisen und zum einen erhöht es unsere Datensicherheit im Internet, indem unsere IP-Adresse verschlüsselt wird. Zum anderen ist es aber auch super praktisch, um wie von zu Hause gewohnt auf Serien und Streamingdienste zugreifen zu können. Es ist nämlich so, dass im Ausland viele Streaming-Inhalte gesperrt sind und dank NordVPN können wir einfach einen Server in Deutschland auswählen. Das geht ganz easy mit nur einem Klick und dann denkt das Gerät, wir sind in Deutschland und wir können wie von zu Hause gewohnt auf alle Serien und Filme zugreifen. Die App ist super easy in der Anwendung, sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Handy und man kann mit nur einem Account bis zu 10 Geräte gleichzeitig verknüpfen. Wir haben beide unser Handy, unseren Laptop und auch den Amazon Fire TV Stick mit verknüpft. Den haben wir auf Reisen nämlich auch dabei. Und mit unserem Link www.nordvpn.com/betterbeyond bekommt ihr aktuell 4 Monate auf den 2-Jahresplan obendrauf. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Bajava hat etwas über 40.000 Einwohner und liegt hier auf 1.100 Metern, das heißt die Temperaturen sind relativ angenehm. Die Stadt selbst ist ja allerdings nicht der Hauptgrund für unseren Besuch, weil es gibt hier in der Umgebung ein paar richtig coole Viewpoints, wo man den Ineri-Vulkan sehen kann und darüber hinaus noch einige traditionelle Dörfer, die wir uns anschauen wollen und noch ein paar andere Sachen. Das hängt alles vom Wetter ab. So I would take 1 hot ginger tea and the tofu curry special. Okay. Thank you. Ausnahmsweise mal kein Mio Nasi Goreng. Ich freue mich richtig. Also wenn es nur halb so gut schmeckt, wie es aussieht, dann war es eine gute Wahl. Schmeckt es denn auch halb so gut, wie es aussieht? Es schmeckt nicht nur halb so gut, ich bin richtig begeistert. Es schmeckt ungelogen wie so ein Curry in Thailand. Schmeckt wie so ein Thai-Curry, ne? Mega. Zum Nachtisch gibt es noch Banana Pancake. Und ist der auch so gut? Die Frau kann kochen. Ja. Also wirklich. Wir haben schon gesagt, wir kommen zum Abendessen wieder. Auf jeden Fall. Hallo, hi. Hallo Bobo. Ja. Thank you. Okay, krass. Ja, aber Digi voll.
halbe Stunde ungefähr gefahren zum Volobobo Viewpoint. Ich hoffe, es gibt keine Wanderung. Meine Alphamat Adiletten sind dafür nicht geeignet. Aber wir hatten eben auf dem Weg hierher schon in einer Kurve Blick auf den Vulkan und ich glaube, es könnte richtig gut werden. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also das sieht so krass aus. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den so gut sehen können. Und vor allem wusste ich auch nicht, dass wir jetzt so nah dran sind. Also wir sind ja auch auf einer ähnlichen Höhe, oder? Ja, der ist schon noch mal ein bisschen höher, aber es sieht so krass aus. Vor allem steht da einfach ein Pferd. Keine Ahnung, wieso. Wie krass ist denn diese Aussicht, bitte? Ich bin richtig geflasht, muss ich sagen. Also wir sind ja Vulkanliebhaber und jedes Mal, wenn ich einen sehe, weiß ich wieder warum. Es ist einfach mega faszinierend. Ja, und was an dem Ineri so cool ist, er ist halt sehr dominant. Ihr seht es, dass er halt ja relativ steil hoch und runter geht, so diese typische Vulkanform hat. Und jetzt mittlerweile haben sich die Wolken fast komplett verzogen und auch einfach der Blick hier über die Küste und die Berge. Wow. Und man muss auch dazu sagen, da vorne waren noch ein paar Indonesier und hier ist jetzt niemand mehr und das ist auch total ruhig. Und man kann den Ineri auch besteigen. Man startet dafür morgens um 2 Uhr und ist dann nach 3-4 Stunden ungefähr zum Sonnenaufgang oben auf dem Gipfel. Erstens ist morgens das Wetter am besten und zweitens ist es dann noch nicht so heiß. Mal schauen, ob wir es machen. Ich glaube, wir haben es nicht unbedingt eingeplant, aber wenn das Wetter mitspielt, ist es durchaus eine Option. Jetzt graut es mir noch ein bisschen vor dem Rückweg, die schlechte Straße jetzt im Dunkeln zurück, aber für die Aussicht hat es sich gelohnt. Herzlich willkommen im Bena Village. Hier rund um den Ineri-Vulkan und auch in Bajava leben schätzungsweise 60.000 Menschen der ethnischen Gruppe der Ngada. Und es gibt hier verschiedene traditionelle Dörfer, wie auch das Bena Village hier. Und hier können wir uns jetzt einfach ein bisschen umschauen, wurden schon nett begrüßt hier mit einem traditionellen Schal. Dieser Stoff nennt sich Ikat-Stoff und hier überall sind so Weberinnen, die mit so einer traditionellen Webtechnik die Sachen dann herstellen und auch an Touristen verkaufen. Das ist eine wichtige Einnahmensquelle hier für die Dorfbewohner und hier leben ungefähr zwischen 100 und 120 Personen in 45 Häusern, die in so einer U-Form angelegt sind. Und obwohl ja im 16. Jahrhundert die Portugiesen hierher gekommen sind und ein Großteil der Einwohner missioniert haben auf Flores, deswegen ist die Insel heute auch überwiegend evangelisch und katholisch, also christlich, haben sich die Ureinwohner hier so ein bisschen ihren Glauben und ihre Rituale erhalten. Das geht so ein bisschen Richtung Ahnenkult und so weiter. Leider gibt es hier kein Guide, ja, der uns jetzt irgendwie eine Tour angeboten hat. Hätten gerne noch ein paar mehr Infos dazu bekommen. Aber es ist trotzdem ganz interessant, hier entlang zu laufen und so ein bisschen was von dem Dorfleben hier zu sehen. So, hier sieht man auf jeden Fall wieder mal, Fußball ist die Sprache, die die Menschen vereint. Sobald es um Sport geht, ist Horst immer dabei. Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Besuch. Wir hätten euch gerne mehr erklärt, aber ihr hört es auch im Hintergrund. Also moderne Musik und Fußball hat hier sowieso schon Einzug gehalten. Ja, man hat hier Smartphones. Man hat hier Smartphone und auch Empfang sogar. Ja. Aber es war trotzdem sehr interessant zu sehen. Also die verschiedenen Sachen, die man hier gesehen hat. Zum Beispiel so Geisterfiguren auf den Dächern oder so Sachen, die aussahen wie Gräber oder so kleine Opferstätten oder so. Hätten wir euch jetzt gerne mehr zu erklärt, aber wir können nur mutmaßen. Wir können nur mutmaßen und spekulieren. Und zum Abschluss habe ich noch ein bisschen gekickt. Jetzt fange ich gleich wieder an zu schwitzen. Deswegen geht es zurück auf den Roller. Dadurch, dass die Aussicht heute nicht sonderlich dolle ist, gibt es weniger vom Vulkan. Stattdessen einen kleinen Wasserfall. Spontane Planänderung. Ihr seht es, man kann echt den Vulkan wieder gut sehen mittlerweile. Das hätte ich ja nicht gedacht. Das klart so schnell auf manchmal. Ja, und hier auf dem Weg liegt noch ein Viewpoint. Den wollten wir eigentlich zum Sonnenaufgang machen. Aber man muss das Wetter dann nutzen, wenn es gut ist. Das haben wir jetzt die Tage hier in Flores auf jeden Fall gelernt. Von daher auf zum Viewpoint, weil besser wird's nicht. Your name is? My name is Helen. Your name? Andra. Andra? Nice to meet you.
Also wenn Cristiano Ronaldo wüsste, bis in welche Dörfer Indonesiens er es geschafft hat. Das haben wir schon an so vielen Orten erlebt, egal wie abgelegen die waren. Und es ist so interessant hier, weil die Kinder haben gerade miteinander gesprochen und es ist definitiv kein Bahasa gewesen. Also sie sprechen auch ihre eigene Sprache noch hier. Und es ist irgendwie, ja, einfach richtig cool hier. Aber wir wollen noch zum Ineri-Vulkan. Der versteckt sich immer mal wieder hinter Wolken, kommt wieder raus. Wir haben uns jetzt entschieden, wir fahren hin, oder? Ja, machen wir. Wir fahren hin, ja. Also das ist ungefähr das Krasseste, was ich hier gesehen habe. Das ist heftig, gell? Das ist nicht mehr normal. Wow, was ein Anblick. Besser kannst du einen Aussichtspunkt nicht machen. Wir sind einfach face to face mit dem Ineri. Gerade so geschafft. Guck mal, hier in die Richtung zieht gerade eine richtige Nebelwand wieder rein. Ja. Das Wetter wechselt einfach so schnell. Aber also der Aussichtspunkt ist noch deutlich krasser als der gestern. Weil hier hat man wirklich perfekte Aussicht. Jetzt halt hatten wir sogar ein bisschen Golden Hour. Man sieht so ein bisschen die Sonne auf dem Vulkan. Das sieht einfach traumhaft schön aus. Aber jetzt versinken wir erstmal in dieser Nebelschwade. Schön hier, oder? Wow, also es ist richtig idyllisch hier. Aber ich weiß nicht, ob man das hört. Die Natur ist richtig laut. Ich glaube, also man hört den Wasserfall und so Grillen oder so zirpen. Ja, hier überall die Felder und so. Also das erinnert mich gerade so ein bisschen an Tete Batu. Ja, ist sehr grün. Also ich glaube, da vorne ist er. Oh ja, man sieht hier was schon. Aber es ist echt laut hier. Oh, cool. Ich sag mal so, dadurch, dass es ja die letzte Zeit doch recht viel geregnet hat, führt er auch viel Wasser. Sieht ziemlich hoch aus und ziemlich cool. sieht echt cool aus, der Wasserfall. Ja, ich finde den auch mega cool. Man wird auch so ein bisschen nass, was heute cool ist, weil es so eine schöne Erfrischung ist. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, so ein kleines, da steht Mikrohydro, also so ein kleines Elektrizitätswerk. Da führen auch so Stufen nach oben, ist aber alles abgesperrt. Wahrscheinlich dann eher für die Mitarbeiter. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, die Anlage ist jetzt nicht super schön. Ja, man sieht, das hat einen anderen Zweck. Ist jetzt kein naturbelassener Wasserfall, aber der Wasserfall selbst sieht schön aus. Ja. Es gibt ja auch noch mehrere Wasserfälle in der Region und auch noch ein paar Hot Springs. Das machen wir heute vielleicht im Laufe des Tages noch. Aber ich glaube, fürs Video habt ihr so einen ersten guten Eindruck hier von Bad Java und der Umgebung bekommen. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es richtig gut gefallen. Also der Ineri ist natürlich mega faszinierend, aber auch alles drumherum, eigentlich alles, was wir gesehen haben. Bad Java selbst als Ort, alles war irgendwie cool. Ja, die Aussichtspunkte waren echt krass gewesen und das Wetter ist wirklich unvorhersehbar. Also gestern war es total bewölkt und neblig, heute strahlend blauer Himmel. Da kann man auch nicht auf die Wettervorhersage auf dem Handy hören. Das muss man einfach Tag für Tag schauen und dann, wenn es gutes Wetter ist, ausnutzen. Und ein Aspekt, der auch richtig cool ist, es zieht sich aber eigentlich schon, abgesehen vom Komodo-Nationalpark, durch alle Stops, die wir bisher in Flores hatten. Man hat fast alle Spots für sich selbst. Ich glaube, beim Volobobo war noch eine andere Person da, eine Followerin von uns. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls du das Video schaust. Und gestern bei dem anderen Viewpoint, Bukit Avatar, waren 2 andere Indonesier. Ja, und das ist fast überall hier bisher in Flores. Und das ist halt so schön, wenn man diese ganze Natur so in Ruhe genießen kann, im Gegensatz zum Komodo-Nationalpark beispielsweise. Und auch was man hier besonders merkt, finde ich, ist diese indigene Kultur, die hier noch sehr in den Alltag mit reingeht. Wenn man schon mal in Indonesien war, dann merkt man hier, dass was von der Bauweise, von der Sprache oder auch vom Aussehen her einfach nochmal so ein zusätzlicher kultureller Aspekt, der ein bisschen anders ist. Und die Leute sind übertrieben freundlich, wie überall in Indonesien auch. Also es war ein sehr cooler Stop und als nächstes geht es zu den 17 Islands nach Riung zum Schnorcheln. Da haben uns viele von euch auch geschrieben, dass das sehr cool sein soll. Wir sind gespannt, aber ja, die ersten Stops bisher auf Flores, die waren alle richtig cool. Wir freuen uns und sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Also der Weg ist tatsächlich kein Spaziergangstisch. Guck mal. Das
sieht so cool aus, weil wir sind ja auch, wie viel hast du gesagt, 400 Meter weiter drunter? 600. 600. 2400 minus 600 sind 1800, also ungefähr auf 2200 und wir sind 1,6. Ah, also. Hey, easy. Ich fand's egal.